Ich bin Diana, ich bin Elektrotechnikerin mit Spezialisierung in Nanotechnologie. Und ich bin Matthias, ich bin Quantenphysiker im Bereich Hardwareentwicklung und gemeinsam arbeiten wir bei IBM Research Europe im Zürich Lab. Unsere Mission ist, die Technologie für morgen zu entwickeln. Ganz speziell wollen wir gemeinsam einen Quantencomputer bauen. Matthias, was hat dich motiviert, dich mit Quantenphysik zu beschäftigen? Also Physik hat mich schon in der Schule extrem fasziniert, was auch ein bisschen daran lag, dass ich eigentlich alles, was ich bekommen habe, immer auseinandernehmen musste, um zu verstehen, wie es funktioniert und auch wieder zusammengebaut habe. So habe ich zum Beispiel meinen allerersten Computer selber gebaut aus den einzelnen Komponenten. Und das hat mich dazu bewegt, Physik zu studieren, aber dann in dem Physikstudium, einer meiner Professoren im Masterstudium hat eine Vorlesung zu Quanteninformationen gemacht, was eigentlich eine theoretische Vorlesung ist und überhaupt nicht mein Fall ist. Aber er hat mich überzeugt, dass es eine wunderschöne Theorie ist, von der Mathematik her extrem anschaubar ist und einfach zu verstehen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, im Bereich Quantencomputing zu arbeiten. Was ist das Besondere an Quantencomputern? Smartphones, Laptops, diese beruhen alle auf Effekten der klassischen Physik. Quantencomputer hingegen nutzen Effekte der Quantenmechanik, um Operationen oder Rechenoperationen auszuführen. Und zwei ganz wichtige Effekte hier sind die Superposition und Verschränkung. Um jetzt Quantencomputer zu nutzen, muss man sich clevere Wege ausdenken, wie man Superposition und Verschränkung ausnutzen kann und zusammen benutzen kann, um sehr große, komplexe Probleme mit einem Quantencomputer potenziell lösen zu können. Wie sieht euer Arbeitsalltag aus? Der normale Arbeitsalltag ist total vielfältig. An einem Tag programmiere ich, an einem anderen Tag mache ich mechanische Arbeiten an einer der Versuchsapparaturen, an einem anderen Tag arbeite ich sehr stark im Team. Und das ist meiner Meinung nach auch das Wichtigste, um das große Ziel zu erreichen, einen Quantencomputer zu bauen, ist Teamwork. Weil wir brauchen alles Mögliche, von Physikern zu Softwareentwicklern, Nanotechnologists, die uns am Ende die Chips bauen. Jeden Tag ist ein Abenteuer. Man kann an mir denken wie ein Nanodetektiv. Das heißt, dass ich in einem Labor arbeite, wo wir Benutzer haben und ich muss die Benutzer helfen, um herauszufinden, was ist los mit dem Prozess, die sie entwickeln. So, manchmal hat man Probleme während des Prozesses und man muss herausfinden, oh, was ist los, was für Materialien habe ich da und was ist der Fehler. Einfach so. Sie kommen zu mir, wir sprechen, ich muss verstehen, was sie gemacht haben und ich muss herausfinden, wie kann ich helfen. Diana, du arbeitest ja als Nanotechnologin. Erzähle uns mehr über das Nicht-Sichtbare. Wenn ich über Nanotechnologie spreche, meine ich Dinge, die so klein sind, wie man sie nicht mit bloßen Augen sehen kann. Stell dir vor, ein Haar. Ich meine Dinge, die 1000-mal kleinere als das Breite deines Haares ist. So, das ist super, super klein. Dafür brauchen wir ein besonderes Labor, die Reinraum heißt. Was macht so einen Reinraum eigentlich so rein? Das Besondere an einem Reinraum ist einfach, dass es sehr rein ist. Drin kontrollieren wir die Temperatur, den Druck, die Luftfeuchtigkeit. Das ist alles wegen der Materialien, die wir drin benutzen. Die Partikel zu kontrollieren ist für uns sehr, sehr, sehr wichtig. Deshalb ist die Luft immer filtriert. Zum Beispiel in unserer Atmosphäre haben wir ca. 35 Millionen Partikel. Drin haben wir nur 10, 100 oder 1000, je nach der Art des Reinraums. Welche Rolle spielt Kreativität in deinem Beruf, Diana? Für Nanotechnologie brauchen wir viel Präzision, aber viel Kreativität. Und das heißt, dass wir brauchen Kreativität, weil wir müssen uns vorstellen, was wir entwickeln haben, oder? So, wir müssen herausfinden, welche Materialien da ist und wir sind ein bisschen wie Nano-Künstlerin, weißt du, so, es ist für uns, Kunst kommt auch mit dem Job. Man kann auch zum Beispiel einen Fehler während des Prozesses haben, aber wir können zum Beispiel dieses Fehler, um eine schöne Bilder zu haben und vielleicht einen Preis in einem Art and Science Contest zu gewinnen. Für mich, Kreativität ist eine der wichtigsten Dinge, die man in der Wissenschaft braucht. Wie sieht eigentlich so ein Quantencomputer aus?
Also Quantencomputer können ganz unterschiedlich aussehen. Aber die Art von Quantencomputer, an der ich arbeite, sieht von innen so aus. Man kann sich vorstellen, das Ganze ist eingepackt in mehrere Hüllen. Und diese vielen Hüllen brauchen wir, um die unterschiedlichen Temperaturen, die wir in diesem System haben, zu halten. Warum brauchen wir unterschiedliche Temperaturen? Wir müssen unseren Quantenchip runterkühlen fast zum absoluten Nullpunkt, damit das ganze System in dem quantenmechanischen Grundzustand ist. Das heißt, wir bringen ein bisschen Ordnung in das ganze Chaos. Hier, was man sieht, ist also hauptsächlich Kühleinheit des Quantencomputers. Hier oben, was nicht die höchste Temperaturstufe ist, sind wir bei 4 Kelvin. So kalt ist es im Weltraum. Wenn wir eine Stufe tiefer gehen, sind wir bei etwa 1 Kelvin, was schon 4-mal kleiner ist. Wenn wir noch eine Stufe tiefer gehen, sind wir bei in etwa 100 Millikelvin, was nochmal 10-mal kleiner ist als die Temperaturstufe davor. Und ganz unten, an der untersten Temperaturstufe, ist dort, wo unser Chip sitzt, haben wir 10 Millikelvin, was ganz nah am absoluten Nullpunkt ist und etwa 400 Mal kälter als im Weltraum. Und hier, ganz unten, sitzt der Quantenchip, auf dem alle Operationen ausgeführt werden. Man sieht ihn hier, er ist etwa so groß wie mein Fingernagel. Warum gibt es verschiedene Arten von Quantencomputern? Um Quantencomputer zu bauen, braucht man eigentlich ein quantenmechanisches System, das 2 Zustände annehmen kann. Und es gibt ganz viele quantenmechanische Systeme, die diese Vorgabe erfüllen. Die Forschung ist noch nicht so weit, dass sich jetzt ein wirklicher Kandidat herauskristallisiert hat, der am besten ist. Deswegen gibt es einige unterschiedliche Arten und Weisen, wie man so ein quantenmechanisches System als Qubit verwenden kann. Unter anderem zum Beispiel geladene Atome, die Ionen, die in sogenannten Ionenfallen gefangen werden, oder supraleitende Schaltkreise, die sich quantenmechanisch verhalten und somit quasi ein künstliches Atom widerspiegeln. Oder auch einzelne Elektronen, die wir in Silizium fangen können und dann als Qubit verwenden können. Was war ein besonders spannender Moment in eurer Laufbahn? Für mich, das war vor 12 Jahren, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe. Das war in Spanien. Ich musste die Kristallographie von einer Silizium-Nanowire anpassen. Ich habe die Atome in diese Nanowire gesehen und für mich war so, wow, die sind Atome. Oder? Das war wichtig für mich, um meine Forschung weiterzumachen. Ja, für mich war das auch während meines Doktorats. Ich hatte gerade mein allererstes Bauelement im Bereich der Quantenmechanik selber hergestellt und in eines von diesen Apparaturen zum Runterkühlen eingebaut. Und das braucht immer sehr lange, bis das kalt ist. Und ich war abends auf einer Party und das war genau der Zeitpunkt, als das Device kalt wurde. Und ich hatte alles eingerichtet auf meinem Smartphone, um die Messung zu starten. Und ich stand in der Schlange und habe diese Messung gestartet und habe diesen einen Effekt gesehen, den ich unbedingt sehen wollte. Und ich habe mich so extrem gefreut, dass die Party natürlich umso mehr Spaß gemacht hat. Werden Quantencomputer in Zukunft unsere Welt verändern? Quantencomputer werden einige Bereiche unseres Lebens, wenn sie denn mal existieren, komplett revolutionieren oder verändern. Sie werden einen extremen Einfluss haben auf Bereiche wie zum Beispiel in der Chemie oder in der Medikamentenentwicklung. Und selbst wenn wir nicht an den Punkt kommen werden, wo wir einen wirklichen Quantencomputer bauen können, wird uns die Forschung, die wir geleistet haben, um an diesen Punkt zu kommen, sehr viel über die mikroskopische Welt um uns herum aufgezeigt haben und wir werden sehr viel gelernt haben, wie diese mikroskopische Welt funktioniert. Von wem und wie sollten Quantencomputer in Zukunft eingesetzt werden? Das braucht, dass die Menschen wissen, was man mit der Technologie machen kann, an welchem Punkt sie ist, aber auch gleichzeitig, dass sie greifbar ist, dass die Menschen sie ausprobieren können. Und das ist genau das, was wir eben versuchen, dass es frei verfügbar ist für alle Menschen, dass sie näher an die Technologie rücken, sie mehr verstehen, sie für sie greifbarer wird und dadurch eben auch neue Ideen entwickelt werden, auf die man manchmal einfach nicht kommt. Warum sollten sich junge Menschen mit dem Thema beschäftigen? Weil es cool ist und weil wir die Zukunft verändern. Mit Quantumtechnologie kann man mit Leuten von verschiedenen Disziplinen in einem Team zusammenarbeiten und ich finde es mega cool. Nicht nur mit Leuten von unterschiedlichen Disziplinen, sondern auch mit Menschen zu arbeiten, die ganz unterschiedliche Hintergründe oder Geschichten haben, zusammenzuarbeiten, ist extrem spannend. Und das
gemeinsam man immer an einer Cutting-Edge-Technology arbeitet. Man arbeitet an der Grenze von dem, wo man weiß, was passiert, wo man wirklich versucht, die Grenzen zu verschieben, um weiterzukommen in der Technologieentwicklung. Und das ist super spannend, weil man wirklich dabei ist, gemeinsam im Team eine Technologie von morgen zu entwickeln.